Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera a tutti e benvenuti a Milano. Today is the start of something new. Als ich das erste Mal die Skizzen gesehen habe, da war das richtig beeindruckend, weil es ist ein Sportfahrzeug, das ist emotional. Wir wollen ein Auto bauen, das auch eine Zulassung hat, mit dem wir 120 km/h fahren. Also ein richtiges Konzeptfahrzeug, das aufbaut auf einem Prototypen mit einem Aluminiumframe und das gleichzeitig das komplette Radical Next Design zeigt, mit all seiner Perfektion an Flächen, Fugen und höchster Präzision. Für mich eins der schönsten Designs, die es bei Audi gab. Das ist natürlich für jemanden, der Autos liebt, ein absolutes Highlight, sowas da mitarbeiten zu dürfen. Mir war wichtig, dass dieses Konzeptauto wirklich funktionsfähig ist. Und die Kollegen haben es dann zu meiner Begeisterung sogar bis zur Straßenzulassung getrieben. Wir nehmen uns vor, ein Konzeptfahrzeug zu bauen, komplett bei Audi. Aber wir machen es nicht nur hier in Ingolstadt, sondern wir machen das auch mit den Kollegen aus Neckarsulm zusammen. Bis zur Weltpremiere ungefähr 4 Monate. Das ist überhaupt nicht viel. Die Karosserie, das sind alles Einzelanfertigungen, die wir flächenseitig aufarbeiten müssen. Wir müssen Werkzeuge konstruieren für alle Teile. Die große Herausforderung ist vor allem, dass es ein Einzelstück ist. Der Qualitätsanspruch ist natürlich sehr, sehr hoch. Jetzt werden die Neuteile angebaut, dann kommt der ganze Antriebsstrang ins Fahrzeug und dann wird die ganze Vernetzung schon starten. Es sind Kollegen dabei, die wirklich schon viele Autos gemacht haben, die da auch Erfahrung haben. Mich freut es an sich mit zu beobachten, wenn jüngere Kollegen das erste Mal machen. Es motiviert auch, weil man merkt, es ist eine Kunst und die wird auch dann weiter bestehen. Ja, zwischendurch haben wir immer wieder das Fahrzeug gescannt. Wir haben Vorgaben, diese Abweichungen, die dürfen plus minus 1 mm sein. Bei den Fugen gehen wir auf unter 4 mm und bei sonstigen Fugen auf unter 3 mm. Das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist immer Funktionalität, Technologie und Design, die zusammenkommen. Und indem man sich selbst challenged und sagt, wir wollen auch in einem Konzeptauto das schon zur gleichen Zeit darstellen, entsteht das Besondere. Das komplette Verdeck ist eine Neuentwicklung. Also man hat es in der Form ja auch noch nie so gehabt. Wenn da jetzt was schief geht, dann haben wir ein Problem. Wir erfahren haben und jetzt im 3. Lackierprozess, dass sich Bauteile verzogen haben im Dachbereich. Ja, noch 2-3 Mal machen, wenn es nicht passt. Ah, Zu viel? Zu viel. Also der Verdeckkastendeckel ist ein Glasfaserlaminat. Hat sich aber dann beim Grundieren der verzogen. Jetzt steht die Fläche um 1 mm über. Dadurch, dass die Flügel sich aufgestellt haben, versucht man jetzt, sie wieder runterzubiegen. Ist ein Versuch wert. Wenn es nicht klappt, müssen wir es neu machen. Bei den Teilen, die jetzt defekt waren, die wir jetzt neu machen, das wirft uns natürlich zeitlich zurück. Wir versuchen natürlich andere Arbeiten jetzt vorzuziehen, damit wir die Zeitverlust absolut reduzieren können, weil am Ende des Tages muss das Auto am Punkt X fertig werden. Leuchten ist immer auch ein spezielles Ding. Die Leuchten sind ein sehr aufwendiges Bauteil im Fahrzeug. Es waren viele Leute und wahnsinnig viele Tage, wo alleine die Leuchten benötigt haben.
Das ist ein matter Lack mit Metallic. Das haben wir schon mal in anderen Projekten gemacht. Da wussten wir, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das Team lackiert alles von Hand. Bei dem Lack ist das Besondere, es ist ja dieser Mattlack und der ist nicht besonders kratzfest und der ist extrem schwer ausbesserbar. Also das heißt, wenn wir eine Beschädigung haben, heißt es wirklich ganze Seite oder wirklich das ganze Fahrzeug nochmal lackieren. Man muss auch realistisch genug sein, ein Auto mit zigtausend Bauteilen zusammen ist ein enormes Risiko. Ja, Probleme hätten wir, wenn wir eine Beschädigung am Auto haben, da müssen wir extrem vorsichtig heute sein. Aber ich finde das Ergebnis natürlich phänomenal. Die Materialitäten sind wahnsinnig exklusiv. Aluminiumbauteile, die dann eluxiert werden. Es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Dieses Mal auch einen kompletten Fahrzeugscan gemacht. Also wir haben das Fahrzeug nochmal, neben dem, dass wir es im Aufbau schon dreidimensional vermessen, jedes Bauteil auch vorher vermessen und auch im Aufbau, haben wir dann das Gesamtfahrzeug nochmal gescannt. Und da haben wir uns dann wirklich sehr viele Qualitätsziele gesetzt. Das hat auch dazu geführt, dass wir wirklich in den Grundfesten nochmal Teile neu gemacht haben oder verändern mussten, dass wir wirklich das Qualitätsziel erreichen. Jetzt haben wir den Termin mit unserem Entwicklungsvorstand und unserem Chefdesigner. Ja, klar, wir sind halt noch am Tun. Mitten in der Arbeit ist noch nicht alles perfekt. Es ist natürlich nicht immer linear, dass alles nach der Reihe weg funktioniert. Als Ergebnis kommt raus, dass die Farbe von dem Eluxal noch nicht zu 100% passt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir jetzt machen müssen. Wir arbeiten so lange, bis es wirklich perfekt wird. Wir wollen die Welt damit begeistern. Einen Monat vor der Weltpremiere sind unsere Konstrukteure noch am Arbeiten, weil immer wieder Dinge optimiert werden, nochmal angepasst wird. Wir wollen ja alle auch, dass es perfekt wird. Wir haben ja Leute, die können von Hand in einer Top-Qualität lackieren. Wir haben ja Leute, die können Sitze von Hand überziehen. Wir haben hier Leute, die können in höchster Präzision so ein Lenkrad aufbauen und in der Präzision sieht und dann auch weiß, dass da ein Kollege extrem lang daran arbeitet und mit welcher Liebe zum Detail der das in diese Perfektion bringt. Und das ist wirklich das Schönste zu sehen. Wir stehen hier auf dem Designgebäude T3 in Ingolstadt. Früh am Morgen und die Sonne geht auf und wir warten alle sehnlichst, dass das Tor sich öffnet und das Auto rausfährt. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Das Tor geht auf und das Auto kommt das erste Mal rausgefahren. Das Auto kommt auf mich zu und ich muss sagen, in dem Moment war das für mich wirklich ergreifend. Und ich habe gemerkt, auch so für den Kollegen, der rechts neben mir stand, dass dem auch fast ein Kloß in den Hals gekommen ist. Dieser Moment war irgendwie total magisch, weil es war so leise. Audi hat immer ganz besondere Autos hervorgebracht, die eine Kombination aus Technologie und Design waren. Und für mich reiht sich der Concept C genau in diese Reihe ein, eines ganz besonderen Audi-Fahrzeugs, was eben Technologie und Design transportiert. Bin ich ausgestiegen und auch da geht das Kino im Kopf weiter, schließt die Tür jetzt richtig, fährt das Fenster den Hub hoch. Sind halt noch, wenn man nah rangeht, haben wir noch mal eine Schleife. Die Spannung lässt dann erst eigentlich nach, wenn man ein Stück weggeht und dann auch auf die anderen Menschen auch schaut, wie die es wahrnehmen. Audi hat Maßstäbe gesetzt, was Qualität angeht, was Anmutungsqualität, Materialqualität angeht. Und ich wollte, dass wir mit diesem Auto zeigen, was wir können. Und im Concept Car schon darstellen, wo wir als Marke wieder hinwollen. Eigentlich ist das Auto jetzt fertig, aber für uns geht die Arbeit nicht aus. Wir müssen das Auto jetzt in die Öffentlichkeit bringen. Jetzt hier sind wir in der Hyperbowl. Es wird vor der LED-Wand gezeigt und wir haben ganz tolle Perspektiven.
zu sehen, was für Effekte auf dem Lack oder auch sogar auf den Gläsern des Fahrzeugs entstehen. Und die Spiegelungen dann so sehen und eben den matten Lack mit dem Metallic, wie dann sich die Beleuchtung drin bricht, das ist schon für uns absolut spannend und zeigt, dass sich die Arbeit rentiert hat die letzten Monate. Jetzt kommt der spannendste Teil für mich, aber auch nicht nur für mich persönlich, auch für das ganze Team ist das jetzt eigentlich der spannendste Moment, wenn es hier aus der Werkstatt rausgeht. Das ist jetzt der Moment für uns, wo es wirklich zum Leben kommt, das Fahrzeug, wo wir wirklich in der realen Umgebung fahren, wo wir es jetzt erleben dürfen. Ja, wir sind hier im Prüfgelände für Prototypen. Abgestimmtes Fahrzeug, Fahrwerk. Wir werden erst mal feststellen, wie wir eben von der Fahrdynamik her sind und dann nicht zuletzt eben geschlossen und offen zu fahren. Aufs Offenfahren freue ich mich im Übrigen am meisten. Jetzt ist echt eine Last abgefahren. Das Auto hat mich geflasht. Sind echt alle Systeme haben funktioniert. Wir haben alles durchprobieren können. Toll, das Auto zu spüren und zu fahren. Eben gleich die Dynamik ein bisschen zu erleben. Nicht nur Querdynamik, auch mal Längsdynamik durchzubeschleunigen. Mit dem herausragenden Design und eben diesem Qualitätsanspruch. Das macht einfach den Unterschied. Das macht ein Konzeptauto authentisch und trägt wirklich nach außen, was wir als Audi wieder sein wollen. Radical simplicity is at the heart of everything we do. And we achieve clarity by reducing everything to the essential, to what truly matters. We call it the Radical Next. Ladies and gentlemen, we are Vorsprung durch Technik in every language around the world. And going forward, we will again be known for Vorsprung in our cars. The answer cannot be more innovation and more speed. For us, it must be about enriching our customers' lives. It is the mission of more than 80,000 Audi employees. Today is the start of something new, our striving for clarity. Ich bin echt happy, dass wir jetzt hier sind und dass das alles geklappt hat, dass wir hier oben stehen, das Feedback haben, wie wir es brauchen und macht mich total happy. What I like about the car is what the car represents, the courage, the confidence, being understated, all qualities that really fill Audi. Im Mittelpunkt dieser Designphilosophie Klarheit, die Emotionen erzeugt. Und Klarheit ist auch der Leitgedanke in dem, wie wir Audi in die Zukunft führen wollen, wie wir Audi aufstellen wollen. Klarheit in unserer Organisation, Klarheit in Prozessen, Klarheit und Geschwindigkeit in Entscheidungen. Meiner Meinung nach hätte man es jetzt nicht besser machen können. Wir können wirklich stolz auf uns sein. Das Auto wird den Weg in die Zukunft von Audi zeigen und wir waren Teil davon. Ich weiß nicht, wem ich alles danken soll im ganzen Team, weil da waren so viele Leute jetzt beteiligt. Einzigartig.